Grüezi und herzlich willkommen zu unserem heutigen Zülke Talk. Mein Name ist Stefan Hirzel, ich leite für Zülke die Geschäfte im Bankensektor. Inwiefern wird Open Banking die Finanzdienstleistung der Zukunft verändern? Und zwar für Sie als Nutzer, werte Zuschauer, als auch für die Bankenlandschaft selbst. Eine spannende Frage, welche das Institut für die Finanzdienstleistung Zug IFZ in einer neuen Studie nachgegangen ist und wir sie mitbegleiten durften. Ich freue mich, heute Urs Blattmann bei uns begrüßen zu dürfen. Er ist Dozent und Projektleiter am IFZ im Bereich Banking Infrastructure und war Leiter des Projektteams, welches die Studie erarbeitet hat. Herzlich willkommen, Urs. Danke für die Einladung, Stefan. Ich freue mich, mit dir 2, 3 Aspekte dieser Studie näher zu beleuchten. Bestens. Beginnen wir doch gleich bei der Definition. Open Banking. Das kennen wir ab seit PSD2. Im Jahr 2018 haben wir das schon öfters gehört. Wie habt ihr diesen Term Open Banking definiert? Es ist richtig, Open Banking ist als Thema eben vor allem durch die PSD2-Richtlinie in der EU Gesprächsthema geworden, nicht nur in der EU, sondern eben auch in der Schweiz. Und ja, es hat natürlich dann viel Literatur gegeben in den letzten 5 Jahren. Wir haben diese Literatur gesichtet und eben auch bei den Definitionen festgestellt, dass da immer ganz unterschiedliche Dinge eigentlich in den Vordergrund gerückt sind. Deshalb haben wir in der Studie dann einige dieser Definitionen beleuchtet und haben aber am Ende eigentlich eine eigene Definition an den Anfang unserer Studie gestellt. Diese hat 3 Elemente. Wir verstehen unter Open Banking eben zum einen die eigentlich Grundeinstellung, die Denkhaltung, die es braucht, um kooperative Wertschöpfungsmodelle zu realisieren. Dann eben auch die technischen Grundlagen, die dazu nötig sind. Und schließlich eben die bilateralen Lösungen, die Partnerschaften zu mehreren und schließlich eben ganze Ökosysteme, die eben auf dieser Denkhaltung zu kooperativen Wertschöpfungsmodellen basiert und eben auch die technischen Grundlagen dazu verwendet. Also eine sehr holistische Sichtweise des Themas, prozessual, technisch, aber auch Mindset gehört dazu. Umfänglich. Was für Ziele verfolgt man denn mit Open Banking? Was ist der Nutzen oder das Potenzial, das man sich verspricht? Ja, wenn man aus Bankensicht den Nutzen anschaut, so ist es kurzfristig primär eigentlich ein Effizienzgewinn. Längerfristig stehen dann eigentlich eher die neuen Geschäftsmodelle und die Möglichkeiten, die sich in diesem Bereich bieten werden, im Vordergrund. Aber ich denke, wir müssen da realistisch sein. Es wird noch länger dauern, bis eben neue Geschäftsmodelle dann wirklich rentabel sein werden und man damit Geld verdienen kann. Was sind denn die Schwerpunkte aus der Studie, die ihr jetzt herausgefunden habt? Gibt es da Punkte, die herausgestochen haben? Ja, wir haben ja 2 Schwerpunkte definiert und gesagt, wir möchten diese näher analysieren. Da ist zum einen eben die strategische Ebene, wo wir wissen wollten, wo steht man da, welche Herausforderungen stellen sich da und wie sieht dann die Zukunft aus. Und auf der anderen Seite ist es die IT, wo wir eben untersuchen wollten, welche Auswirkungen hat Open Banking auf die IT in den Banken. Aber wenn man jetzt das Schlagwort strategische Handlungsfelder hört oder Herausforderungen, was genau versteht man darunter? Was versteht ihr darunter? Ja, ich denke, die größte strategische Herausforderung sehen wir darin, dass es eben eigentlich den Verantwortlichen gelingen muss, die Kultur innerhalb der Bank, den Mindset zu verändern. Banker werden ja quasi klassisch als konservativ, bewahrend, vorsichtig, auch verschlossen, verschwiegen, apostrophiert. Und plötzlich sollen diese nun flexibel, agil, innovativ sein.
da prallen Kulturen aufeinander und diese Kultur zu verändern, die bestehende Kultur in eine neue zu überführen, das wissen wir, das braucht viel Zeit und ich denke, das wird die größte Herausforderung sein. Aber ich sage jetzt mal, die Angst ist ja insofern gerechtfertigt, weil in jeder Bank ist der Kunde der Mittelpunkt. Und jetzt genau diese Kundenschnittstelle beginnt zu bröckeln oder respektive, dass die Bank Herrin dieser Kundenschnittstelle bleibt, ist insofern dieser Wandel nicht schon ein bisschen ein zu großer Stretch für die Banken? Ja, es ist richtig. Aber ich denke, wir plädieren da in der Studie ja auch dafür, dass man eben den Aspekt der Kundenschnittstelle neu beurteilt und diese aus einem anderen Blickwinkel anschaut. Ich stelle die Frage, kann einem etwas gehören, das eben eigentlich so in dieser Art wenig Sinn macht? Die Banken haben richtigerweise bis jetzt eben halt quasi einen exklusiven Zugangskanal für ihre Kunden geschaffen mit ihrem E-Banking und dergleichen. Die Frage ist aber eigentlich, wenn die Banken eben sagen, dass sie eben den Kunden ins Zentrum stellen und seine Bedürfnisse optimal befriedigen möchten, ob sie da wirklich ja, quasi führend sind. Wenn ich da im Markt mich umschaue, dann stelle ich fest, dass eben Fintechs und Tech-Giganten viel schneller technische Anpassungen vornehmen und auf veränderte Bedürfnisse der Kunden reagieren, als Banken dies tun. Und da könnte es doch besser sein für die Banken, eben auf das Vertrauen der Kunden zu setzen und eben den Kunden eigentlich zu ermöglichen, auf die bequemste, auf die für ihn günstigste Art eben zu seinen Informationen zu kommen. Das heißt wiederum, ich als Benutzer oder im Hintergrund ist Open Banking schon etabliert, merke gar nicht mehr, wann meine Hausbank wirklich interagiert mit meinem täglichen Leben, sondern das kann fließend geschehen dann. Habe ich das so richtig Ja, ich denke, das ist heute ja schon ein Stück weit so. Also wenn Zahlungen eben im sogenannten Embedded Finance, wenn ich einfach Dinge bezahle und das wird dann eigentlich meinem Bankkonto belastet, dann merke ich eigentlich ja, prima vista nicht mehr, dass meine Bank da eigentlich noch involviert ist. Kommen wir zum zweiten Teil der Studie. Das ist doch der Fokus auf die Technik, die dahinter liegt. Dort habt ihr das nicht mit Scheuklappen angeschaut. Ihr habt verschiedene Themen unter einen Hut gebracht. Cloud-Services sind dabei, künstliche Intelligenz hat man gestreift. Man hat das Thema holistisch betrachtet. Gibt es aus der Studie heraus Einsichten, dass es einen Paradigmenwechsel in der IT-Landschaft von Banken gibt? Ja, wir haben festgestellt, dass rund ums Thema Open Banking in der IT halt zuerst eben immer an APIs gedacht wird. Das ist naheliegend, verstellt aber doch eben auch den Blick auf ja, grundlegende Veränderungen, die wir mit dem Thema auf die Banken zukommen sehen. Und es stellt sich halt schon die Frage, wenn eben wir von diesen kooperativen Wertschöpfungsmodellen sprechen, ob es dann richtig ist, dass wir eben nach wie vor an unseren Kernbankensystemen, die letztlich eigentlich um die eigene Buchhaltung herum aufgebaut sind, ob wir an diesen Systemen festhalten können und sollen oder ob es eben nicht so ist, dass eben ja, diese Offenheit eben neue Systeme verlangt, die viel mehr bieten in Bezug auf den Austausch von Daten oder auch das gemeinsame Nutzen von Regeln. Das heißt, dass gewisse Komponenten in der Wertschöpfungskette dann von einer zentralen Institution bereitgestellt werden können, aber doch von mehreren dann genutzt wird. Das ist richtig, das sehen wir auch so. Und entsprechend würde man eine Spezialisierung sehen, also man wird besser in dem, was man macht. Ob jetzt das in-house ist, sprich Back-Middle Office, dass dort Prozesse effizienter gestaltet werden, oder eben auch, dass man sagt, eine andere Bank übernimmt die Kundenschnittstelle und ich mache dafür das, was ich gut kann, und das ist im Hintergrund die Prozesse entsprechend vorwärts treiben.
Das wäre der ultimative Schluss davon. Ja, ob man dann gleich schon eine andere Bank mit der Kundenschnittstelle da betrauen würde, da wäre ich eher vorsichtig. Aber es ist richtig, Open Banking zwingt die Banken eigentlich genauer zu überlegen, was sind denn wirklich unsere Kernkompetenzen und wo haben wir diese? Ich denke, im Moment ist es halt immer noch so, dass die Banken irgendwo sagen, wir haben 6, 7 oder gar 8 oder mehr Kernkompetenzen. Und ich denke, wenn man das bei Lichte betrachtet, muss man fairerweise sagen, die haben vielleicht 3 bis 5 maximal. Und da, denke ich, wird schon ein Umdenken stattfinden müssen. Die plakative Frage, wie gelingt denn Open Banking? Ja, ich denke, wenn man jetzt ja die ganze Entwicklung anschaut, dann stellt man fest, dass die Banken eigentlich sehr zögerlich reagiert haben. Ja. Aber das ist ihnen auch nicht unbedingt zu verdenken, weil die Rahmenbedingungen auch schwierig waren. Vieles war unklar, sei es nun in der technischen Hinsicht, sei es bezüglich der Frage, welche Standards werden sich dann durchsetzen und so weiter. In der Zwischenzeit haben sich die Rahmenbedingungen verändert. Branchenorganisationen wie beispielsweise SFTI, Open Wealth haben Standards definiert. Es gibt technische Lösungen wie beispielsweise B-Link von SIX, aber auch von anderen Anbietern, die zur Verfügung stehen, um das auch auf einfache Art und Weise technisch umzusetzen. Und ich denke, letztlich, gerade kürzlich hat ja Google Cloud angekündigt, dass sie Open Wealth unterstützen werden. Das sind dann, ich denke, auch Ereignisse, die die Entscheidungsträger sensibilisieren für das Thema. Und so bin ich eigentlich zuversichtlich, dass noch in diesem Jahr oder auch im nächsten Jahr viele Banken Schritte in diese Richtung einleiten werden. Die Banken haben das übrigens uns auch in einer Umfrage bestätigt, die wir dann im Sommer im Rahmen der IFZ-Sourcing-Studie publizieren werden. Besten Dank. Wir nehmen also mit, es sind auch die strategischen Herausforderungen, die eine Bank sich stellen muss. Und die ist nicht zuletzt auch mindset-technisch damit abgeschlossen. Wir kommen zum Schluss von unserem Interview. Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass wir das IFZ und das Projektteam in der Erarbeitung dieser Studie unterstützen durften. Und natürlich möchte ich mich ganz speziell bei dir, Urs, bedanken, dass du den Weg hier zu uns gefunden hast. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Unterfangen. Ebenfalls möchte ich mich bei Ihnen, werte Zuschauer, für das aufmerksame Folgen bedanken und hoffe, dass wir Ihnen wertvolle Einblicke rund um die Herausforderungen und Chancen zum Thema Open Banking mitgeben konnten. Besten Dank.